In the wake of WrestleMania 13, as audiences began to gravitate towards Stone Cold Steve Austin, a dark cloud began to form, separating the Hitman from fans south of the Canadian border. First of all, I want to apologize to all my great fans in Canada. For what? And to you, my fans right here across the United States of America, I apologize for nothing. You take a gutless creep like Stone Cold Steve Austin and beat him to a bloody pulp, even though you all know that he lost. You cheer him on the way back to the dressing room like he won. You don't respect me. Well, the fact is, the American wrestling fans can kiss my ass. Let me clear the air because I never, ever said I quit. Austin never gave up. You never got the job done. As Bret Hart's relationship with the American fans continued to crumble, Americans don't give a damn about family. the Hitman would turn to his family to forge a new foundation. I'm asking you for your help because I need you. It would take more than numbers to rattle the rattlesnake. I'm finished with you. You'll have to kill me to be finished with me. The only way I'm going to get Stone Cold Steve Austin off my back is to end his career. Like a pack of wolves! One of these days, April 20th at In Your House, I'm going to look down at your grave. Here lies Bret the Hitman Hart. Because Steve Austin whipped his pink and black. And that's the bottom line. Because Stone Cold said so. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE Showcase Austin 316 und heute machen wir das In Your House Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Bret Hart. Das dritte Mal, kann man sagen. Is making sure that Owen Hart and the Bulldog are not at ringside. And Owen and the Bulldog don't like it one bit. I don't get it. Owen just wants to watch his brother's back. Okay, am Entrance hat sich nichts geändert. Auf jeden Fall Bret Hart der Heel, Austin der Face. Tell you what, Austin is the most tenacious SOB in the history of WWE. Yeah, he's here to fight. It's as simple as that. Ach ja, die In Your House Ära. Es war keine schöne Ära. Die einzigen Lichtblicke waren solche Matches oder ein Shawn Michaels gegen Bret Hart, weil sonst gab es wenige Lichtblicke in der In Your House Ära. Bin froh, dass es die nicht mehr gibt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, ich würde mal sagen, starten wir direkt das Match. Ja. Okay. Los geht's. Und One-on-One. So. So, Stone Cold Steve Austin. Ja. Auf jeden Fall, die Fehde ist sehr, sehr intensiv. Ich hoffe, dass wir noch ein Match sehen. Nicht Bret Hart gegen Steve Austin, also in der Fehde meine ich, sondern Owen Hart gegen Steve Austin bei SummerSlam, weil da war ja auch ein wichtiger Gamechanger für Steve Austin. Ein sowohl negativer als auch ein positiver Punkt, muss man dazu sagen. Ja, das würde ich auch so sagen, genau. So. Okay, wir müssen ihn aus dem Ring werfen. Okay, erstmal schwächen wir ihn noch mal ein bisschen. So, come on.
So. Okay. Aufpassen. Sehr gut. Warm. Ich habe die ganze Zeit nur auf die 4 Sachen geachtet. Oh my God, he has a family. He's maybe broken in half. Oh Gott, Austin. Das macht er doch gerne. So. Der Netbreaker. So. Jetzt ein paar Schläge aufs Gesicht. Und noch ein paar. Ah, Bret Hart kontert. Und nochmal Netbreaker. Der Netbreaker ist ein effektiver Move, kann man sagen. So. Und, boah. Per Irish Whip in den Turnbuckle. Okay. Und. Was jetzt? Okay. So, oh, ich warte lieber, dann lassen wir die Stamina noch ein bisschen aufladen. Das wäre ganz gut. So, und nochmal Netbreaker. Okay. Sehr ruhig, Referee. Das war mein Zeichen. So, Clothesline. Und nochmal ein Festpress. Schön. Und das entscheidet. Und jetzt den Sharpshooter. Okay, ich habe tatsächlich den... Okay. It's essentially 3-on-1 against the rattlesnake. We have some other officials trying to keep the Hart Foundation at bay. Yeah, good luck with that. Stone Cold Steve Austin going back with that sharpshooter again. He's trying to beat Bret Hart with his own hold. The Hart family fights like this at Sunday breakfast. And Austin trying to win with a sharpshooter. Oh, watch out. Look out. He's got a chair. Oh, my God. Austin hammered right in the spine. Disqualification. The referee calls to the bell. That'll be a disqualification. Bret Hart will lose this match via disqualification. This is not the way Austin wanted to win it, no doubt about that. Wait a minute. Over disqualification, Stone Cold Steve Austin. Making the mistake of getting back in the ring, thinking Austin's wounded prey, but Austin's loaded for beer, and Austin's loaded for Hitman. With a shot you can hear in Calgary. Look out! Oh! Right across the knee with a steel chair. Austin laying it in on the Hitman Bret Hart. And now it looks like the Rattlesnake is determined to break the leg of the Hitman Bret Hart. Ironically, in Hart's own sharpshooter. Man, what a poetic justice here. The referee trying to reason with Austin, who's won the match by disqualification. Here are some other officials. There's no stopping the Rattlesnake now. We need Rache ist süß. Intervention. This is not the way Austin wanted to win the match by disqualification. But what a rivalry between Bret Hart, Stone Cold Steve Austin, and the Hart Foundation that is far from over. I guarantee you that. Trying to help a limping Bret Hart back to the dressing room. And the Texas Rattlesnake gets his hand raised. He'll get the winner's share of the purse tonight, and the Hart Foundation forced to regroup. Das auf jeden Fall. Ja, das war das Match Stone Cold Steve Austin gegen Bret Hart bei In Your House 1997. Ja, eine intensive Fehde kann man sagen und ja,
Schreibt natürlich auch immer in die Kommentare, was ihr davon haltet und so weiter und so fort, in die Fehde und so weiter und so fort. Ich möchte noch was sagen, und zwar habe ich ja am Anfang der Folge, also Anfang des Showcase Let's Plays erzählt, dass WrestleMania 15 und 19 nicht dabei sind. Jetzt habe ich mich nochmal nachgelesen und es stimmt tatsächlich, die sind doch drin. WrestleMania 15 und 19 können wir doch nachspielen, was mich auf jeden Fall sehr freut. Und ja, das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Nicht, dass ihr denkt, ich habe gesagt was Falsches. Das wollte ich jetzt schon mal richtig gestellt haben. Und ich würde sagen, ich beende diese Folge für heute und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.